Mein Name ist Oliver Plöger und ich bin heute zu Gast an einer, ja, eher ranzigen Hauptstraße mitten in Köln-Mühlheim. Warum? Weil hier vorne um die Ecke ist ein Proberaum, und zwar der Proberaum von Chapel of Disease. Die kennt ihr vielleicht auf unserem Manta-Video, was wir im Herbst letzten Jahres gedreht haben. Da waren wir als Vorband dabei. Und warum Chapel of Disease heute? Ich mache mit denen so einen kleinen Roadtrip. Mit Lorre, dem Sänger, der Rest der Band ist schon da, erkläre ich später noch. Es geht zum Der Detze Rockt. Das ist so ein kleines Underground-Metal-Festival in der Eifel. Wieso, weshalb, warum? Das seht ihr jetzt. Geht doch! Hier war das, ne? Hier rein. Da ist er schon. Grüß dich, moin. Bevor wir quatschen, ich mach dir mal hier so ein Ding dran. Yes. Dann hören wir dich auch. So, what's the plan? 3/4 der Band sind schon da, ne? Die waren gestern schon da am Freitag. Genau. Die sind seit Freitag da, Ja. haben das Unwetter überlebt. Ja, gestern war richtig, ich hatte bei Instagram gesehen, da war kurz vor Abbruch, aber ist irgendwie gut gegangen, oder? Es ist gut gegangen, alle leben. Ja. Und du hast jetzt quasi mit mir das Vergnügen. Du musst noch ein paar Sachen rausholen. Genau, wir müssen Ja, noch packen. Wie lange seid ihr hier schon? Wir haben hier letztes Jahr dieses Ding angemietet und es ist quasi mehr als ein Proberaum. Also Ja. ich baue hier gerade ein Studio, meine Frau hat eine Werkstatt hier, die macht hier Schmuck. Ah, ich wollte gerade sagen, für so Proberaum ist viel zu das schick ist, eigentlich. Genau, Ne? ja. Also ich kann es okay. also hier entsteht gerade noch Studio. Sitzecke und so, aha. Ah, Das ist noch nicht fertig, das wird die Regie quasi. Okay, ja. Ich hatte ja früher ein Studio ein paar Jahre, habe jetzt eine Pause gemacht von 5 oder so, von das 5 eine Jahren. Analogkonsole, kann man das so sagen? Schon Genau, ein das ist noch ein älteres altes Analogpult. Ding, ne? Ja. Und hier, du hast, glaube ich, noch mehr von den Dingern. Ich habe ein paar, ja. Du sammelst und immer nur das Modell oder generell alte Generell Marshall? alte, Ja. Vorzugsweise von vor 73, obwohl das natürlich ein 81er ist, anderes Modell, aber Okay. das, was man so im Volksmunde Plexis nennt. Schlagzeug, das ist aber das Chapel-Schlagzeug, aber das Genau. nehmt ihr auch nicht mit. Nee, das nehmen wir auch nicht mit, so Ja, nur seine nur Snare Becken, und so Snare. bereitgestellt. Ja. Hier Okay. haben wir alles zusammengepackt. Ja gut, dann wuppen wir doch mal das Ding hier raus. Wuppen was. Ich nehme die Orgel, Die Orgel nimmst du auch noch mit. Die Yes. Fußorgel. die Fußorgel, die gute. Aha. Die spielst du auch on Stage? Die spiele ich, ja. Das war quasi der Grund, warum ich zugesagt habe, weil ich wusste, alle sind weg. Und wenn du kommst, dann... Weißt du, mit so geilen Zeitrafferaufnahmen, weißt du, wo alles immer so ganz schnell geht und da muss man auch nicht schwitzen. Ich bin Olli übrigens, hast du mir den Namen Hi, schon gesagt? Linda. Linda. Meine Frau Linda, Olli, Kameramann. Hi. Julius heißt er. Ein- und ausladen. Ist halt einfach immer ein Abfuck. So das übliche Tetris. Ne? Total. Und nur fürs Protokoll, deshalb ist Sporty Plöger auch heute in seinem richtig sporty Outfit unterwegs. 20. Juni heute, ich glaube, heißester Tag des Jahres und gestern war ja auch schon und die hatten da echt auch Wetterprobleme vor Ort. Ja, bleibt spannend. Das Detze will schon seit längerem, dass wir da spielen. Aber jetzt hat es erst dieses Jahr geklappt. Am Anfang war ich so ein bisschen verwirrt von dem Namen. Ne? Also weil es ist ja einfach ein untypischer Name. Ich habe es extra nicht gegoogelt, ich werde mal versuchen rauszukriegen, was dieser spezielle Name soll, sagen wir es mal so. Ne? Ja, dieser Berg heißt ja wohl Detze, ne? Oh, jetzt hast du jetzt schon so... Kannst du ja rausschneiden. Ich liebe das jetzt schon. Irgend so ein random Typ, der ein Funkgerät hatte, den habe ich angequatscht, weil der Veranstalter, der David, meinte, so bei Handy, mitten in der Eifel, schlechter Empfang und so, ruf mich einfach über das Funkgerät. Der Dude hat uns dann einfach mitgenommen, uns irgendwelche Bändchen gegeben, die wir einfach gar nicht haben sollten, so, fand ich schon mal sehr geil. Dann haben wir aber offizielle Pässe gekriegt, da darf man auch auf die Bühne und so. Und jetzt mal gucken, was die Chapel-Jungs machen. Ich habe richtig Bock hier. So, erzählen kann der Plöger ja viel, aber jetzt seht ihr mal selber, wie das auf dem Gelände aussieht. Abfahren. Executor auf der Bühne. Ich kenne die Band nicht, aber ich glaube, die wollen was. Hier Getränkemarken kaufen so. Und was ich so geil finde, man kommt hier aufs Gelände und man checkt sofort so, ja, what you see is what you get so. Ne? Also da geht es nicht noch zu einer anderen Bühne oder was auch immer und Klo ist schwer zu finden oder so, sondern so, es ist halt ein fucking kleiner Marktplatz so, voll mit Metal. Ist mega geil. Ich meine, wie wichtig ist es, ein bisschen Schatten zu haben. Es knallt hier echt so runter. Ich glaube, würde ich in der Sonne irgendwie 3 Bier trinken, so moin. Ja, ein lallender Herr Plöger. Wer hätte es gedacht, bei einem Metal-Festival in der Eifel
Die Biertheke ist breiter als die fucking Bühne. Ist sie wirklich? Da ist der Sören, der Drummer. Hallo Sören. Ja. Wie war es gestern? Sehr heiß, dann ziemlich nass. Hat's doch Und dann geregnet, wieder, ja? ja, es hat ziemlich geregnet. Es musste auch Ja. für eine Stunde alles evakuiert werden. Ich hatte es bei Insta gesehen, aber dann gab es Entwarnung nach einer Stunde oder Ja, so. genau. Ne? Und was habt ihr in der Stunde gemacht? Wart ihr im Auto oder was? Wir saßen einfach im ungefähr 50 Grad heißen Auto und haben Musik gehört. Bis zum ersten Mal hier? Ich bin tatsächlich zum ersten Mal. Was war dein erster Eindruck? Ja, erstmal total schöne Gegend, super nett gelegen. Ja, ja. Also Eifel ist ja sowieso einfach schön. Ja. Einfach nette Leute. Dass die Bands cool sind, wusste ich ja vorher schon. Das ist ja hier auch so ein bisschen so Dorfgemeinschaftsfeeling, so jeder hilft so ein bisschen mit. Also es ist trotzdem professionell, Ja. das meine ich damit gar nicht, aber es ist jetzt nicht so dieses große Festival, Ja. wo so ein riesen Produktionsteam hintersteht und irgendwie, keine Ahnung, sondern so, Habt ihr einen Raum? wir haben keinen Raum. Also ich kann euch gerne Zeig mir mal, was ich kann ihr euch gerne die habt, anderen so. Räume zeigen. Da können wir einmal hinten rumgehen. Ja, okay, gucken wir mal. Einmal hier die Alter, wie fantastische... geil sieht das aus, ja, ne? Hammer, oder? Guck mal, Ah, das ist sieht wirklich aus so. so Märklin, Modellbau-Eisenbahnwelt. Guck mal, weißt du, was das ist? Dieser Wurm da, das ist die A1, glaube ich. Crazy, ne? Alter. So, jetzt, weil ich dachte, man kann hier durch, aber ich glaube, wir können einfach mal hier... Ja, ne, das wollte ich euch auch noch zeigen. glamouröse Backstage, von dem immer alle Hier ist der reden. Chapel of Disease Backstage-Bereich. So, ein paar Keyfacts zwischendurch. Der Detzel Rock geht immer über 2 Tage, Freitag, Samstag. Ticket kostet 85 Tacken, inklusive Camping, alles mit drin. Und ungefähr 200.000 bis 200.000 Leute kommen hier jedes Jahr hin. Stabil. Sag mal, Lore, als du gerade angekommen bist, Bandverfassung so auf einer Skala von 1 bis 10, fit? Kommt doch an, wen du fragst. Ne? Heißt? Ja, ich glaube, einer hat wenig geschlafen. Hat der Bassist wieder Bassistensachen gemacht? Der Bassist ja? hat Bassistensachen gemacht, Ja. aber das Gute ist, auf Markus Verlass. Okay. Ja, also wenn er auf der Bühne steht, dann wird das. Jetzt Ja. nicht mehr ins Hotel geschafft, oder wie war das? Irgendwie so. Ich glaube, ein Campingstuhl hat ihm gereicht. Ja. Ich glaube, man kann selber drauf kommen, dass hinter der Detzel Rock natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, Live Nation oder FKP Scorpio stecken. Das Gegenteil ist der Fall. 2011 gab es den Detzel Rock zum ersten Mal und seit 2013 ist das tatsächlich ein eingetragener Verein. Sprich, hier verdient eigentlich niemand irgendwas dran so. Und ich finde so im Jahr 2026, so in welcher Welt leben wir so, finde ich schon bemerkenswert. David und Andi von der Detzel rockt. Was sind denn eure Aufgaben speziell, Andi? Fang du mal an. Eigentlich alles. Also wir sind so ein bisschen Mädchen für alles. Wir organisieren hier mit allen zusammen natürlich, aber wir koordinieren natürlich alle Teams ein bisschen. Also gelandet bin ich hier einfach. Ich habe hier angefangen Dienste zu machen beim Zapfen, hat Bock gemacht. Dann bin ich irgendwann dem Verein beigetreten. Wenn du das hier als Privatperson machst, ist das eine ziemlich schwierige Nummer. Mit 1,5 Beinen im Knast so ungefähr, ne? Ja, und auch einem Genital, wenn es sein muss. Ne? Kommt ihr beide auch aus dem Metal und war das Festival schon immer so als Metal-Festival ausgelegt oder sind die auch mal anders gestartet? Also das Festival war schon immer als Metal-Festival ausgelegt, aber ich persönlich komme überhaupt nicht aus der Szene. Okay. Also mir muss ich ehrlich sagen, wie es ist. Viele von den Bands sagen mir gar nichts. Wer bucht denn die Bands? Wer sucht das musikalische Programm aus? Da haben wir natürlich Jungs, die sich da auskennen. So, und bei so einer 2.500er Festival-Crowd-Größe, da sind wir natürlich eher im Metal Underground, so Bands wie Midnight, Disaster, Aura Noir. Oder heute am Samstagabend spielt tatsächlich hier Blaze Bayley, der war ja von 94 bis, ich glaube, 99 tatsächlich der Sänger von Iron Maiden, hat 2 Platten mit denen gemacht. Und der spielt heute hier quasi ein exklusives Maiden-Set, also nur von den beiden Platten, bei denen er mitgewirkt hat. Aber, sorry liebe Leute, wir fokussieren uns heute tatsächlich auf Chapel of Disease. 2011 gab es hier in Rengen leider kein Sportfest, weil das Sportlerheim umgebaut war. Okay. Und dann haben wir beide und Herr Lukas, der Dritte im Bunde, der kümmert uns ja aber gerade um die Band, um die Bühne kümmern, haben wir entschieden, ja, warum machen wir anstatt ein Sportfest nicht einfach ein Heavy Metal Festival? Und, Wow. und alle standen irgendwie dahinter und dann ging das los. Okay. Das ganze Dorf stand von Anfang an dahinter, der Bürgermeister, alle waren von Anfang an dabei. Und alle, die hier helfen, machen das, weil sie Bock drauf haben. Ich glaube, ihr habt über 200 Ehrenamtliche oder sowas, ne? Genau. Ja. 2 Jahre später hatten wir die erste ausländische Band hier, das war dann Blitzkrieg aus England. Und über die kamen ganz viele Kontakte, weil die ihrer Freundesliste bei Facebook geschrieben haben, ihr müsst auf dieses Festival kommen. Wow, ja. Da kamen super viele Kontakte zustande. Zieh da echt den Hut vorne, Kutte an, lange, enge Buchse so, 36 Grad, ne? Wow. Wie oft warst du schon beim Detzel? Bis auf letztes Jahr jedes Jahr.
Ach was, also seit 2011 tatsächlich? Jawohl. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein sehr hübsches, kleines, familiäres Liebhaberfestival. Ich habe immer schon davon gehört, dass es so geil ist. Ja. Hab's aber nie geschafft, weil ich immer was anderes vorhatte. Jetzt zum ersten Mal. Ja, Mr. Wichtig. Genau. Und was war so dein erster Eindruck? Was hast du als erstes wahrgenommen, wo du dachtest so, okay, das gefällt mir? Sehr klein, sehr familiär und das lebe ich halt. Und auch die Diversität im Line-Up finde ich richtig geil. Ja, okay. Weil er spielt Black, Death, aber auch Heavy und Power-Zeug. Das liebe ich hier. Und das Familiäre, das Kleine. Ich habe ein kleines Auto und ich bin ja kaum die Straße hochgekommen. Ja. Also das Serpentin hochgejuckelt, ne? war also schön den zweiten Gang und dann gib ihr. Oh. Also es sind alles hier kurze Wege und das Gelände ist schön. Und die Leute sind ja total nett. Ja, voll, ne? Ja. Selbst die Security-Leute sind nett. Ja. Und wir gehen jetzt mal wieder zum Merchstand, weil Chapel of the Seas haben wir jetzt mal kurz verloren. Mal gucken, ob die da zurechtkommen. Was mir bei euch wirklich fantastisch gefällt ist, ich stelle mal euch einer Band wie zum Beispiel Opeth gegenüber, die ja auch aus dem Death Metal kommen, irgendwann mit 60s, 70s Einflüssen um die Ecke kamen und für mich fühlte sich das immer irgendwie fremd an. Bei euch hingegen, da geht das fantastisch zusammen. So, wie kriegt ihr das hin? Und zwar schon immer wichtig, dass es Konsens hat, ne? Dass die Musik nicht irgendwie von dem Part in den geht und es sind zwei Welten, sondern irgendwie muss das zusammenpassen. Genau. Ja, und ich höre einfach sehr viel die alten Blues-Sachen, Blues-Rock-Sachen eher. Also die ganze. Die auch zu deinem Gitarrensound eher wert. Genau, es ist auch das, was mich reizt. Ja, also ich bin großer Morbid Angel-Fan, aber es reizt mich weniger als Gitarrist. Ihr hattet auch vor der letzten Platte oder während der letzten Platte so Line-Up-Changes. Du bist nach wie vor der alleinige Songwriter, ist das so? Also jetzt ja, genau. Also wir sagen jetzt, es ist quasi, dieses Band-Line-Up ist ein Live-Line-Up. Aber das ist halt eben, weil wir kennen uns alle schon 20 Jahre. Also irgendwie, es ist eine Live-Band, aber ich finde schon, es ist auch mehr als das, muss man sagen. Weil sonst wäre das halt so, ja, man trifft sich und spielt und das war's. Und das ist bei uns halt nicht so. So, was ist hier, wo ist die Beckentasche? Die will ich nämlich nicht. Dann nimm doch den Hocker. Beckentasche. Ja genau, da weiß ich. Da kann ich auch drauf sitzen. Ja. Alter Schwede, ist das Metall heiß. Pass mal an, es ist richtig heiß. Hier. Hot Messing. Einen heißen Stuhl, Leute, ne? Julius, fass mal an. Euer Bassist, ey, der da irgendwie auf dem Campingstuhl gepennt hat, so, den habe ich noch nicht einmal gesehen und wir schleppen seine Sachen. Ne? Hat er ja doch noch einen Backstage-Raum. Ja. Voll geil hier. Das ist einfach ein LKW, ne? Geil. Sieht tatsächlich aus wie ein professioneller Krückenständer, oder? Was geht hier ab, Alter? So, langsam ist, wie sagt man, Crunch-Time. Sagt man das beim Football oder wo? So, einmal hinter die Bühne. Ah, okay. Chapel of the Seas, Banner wird gehisst. Okay, kommen wir hier durch? Nee. Sag mal, Sören, da dauert es irgendwie 7 Jahre, bis ihr hier spielt und dann hast du noch nicht mal einen Drumtag oder was? Der Tag, an dem ich einen Drumtag habe, da weiß ich nicht, was ich da mache. Da fällt der Montag eher auf den Dienstag, oder? Ja, genau das. Okay. Aber das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Also es sei denn, jemand möchte das gerne übernehmen auf 4,50 € Basis. Mehr kann ich nicht zahlen. Mir haben schon deine Becken gereicht, so, ne? Ziemlich wuselig hier. Ziemlich. So, an der Stelle mal danke an der Detze Rock, so, dass wir hier unseren Quatsch überhaupt machen können und so nah dran sind. Danke. Erstes Mal Detze oder wie ist es? Ja. Nee. Also ja. Erstmal die Dame, Kollege Schnürschuh, ja? Genau, ich bin hier, Festivals grundsätzlich finde ich so mittelgut. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Die Wege zum Klo, kurz. Endlich sag's mal eine, ja? Ja, oder? Ja. Ja, ich bin eine halbe 100, Alter. Ich freue mich immer, wenn es nah zum Klo ist. Ich bin menstruierend angekommen. Ja. Belastend. Ja. Aber du kannst ja auch einfach campen direkt beim Parken, beim Campground. Das ist so geil. Die kommen einen Tag vorher an und sagen dir, ja, braucht ihr ein Bändchen hier, verteilen wir schon ein Bändchen. Das ist ultra geil. Netze ist familiär, Netze ist... da laufen hier so Facker rum hier. Wir lieben den Netze. Gab es irgendwas im Publikum, was du gesehen hast, wo du dachtest so, nicer Moment?
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Leute wiedererkannt, einfach, die ich kenne und wo ich noch gar nicht wusste, dass die hier sind. Also ich habe schon wirklich viel damit zu tun gehabt, Luft zu kriegen überhaupt. Ja. Also ich glaube, ohne den Ventilator neben der Bühne... Ah, du hattest einen, ja? Okay. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich nach 3 Songs gesagt, sorry Jungs, Feierabend. Also ich habe auch immer wieder mal übers Publikum geguckt und das ist schon verdammt cool, wenn man in so Settings spielt. Fast schon deplatziert, ne? Wie so runtergebeamt und dann spielt man irgendwie in der Eifel in den Bergen. Also ich mache das schon manchmal, dass ich so ins Publikum gucke und mir irgendwie so ein paar Leute raussuche, wo ich das Gefühl habe, denen macht es gerade wirklich Spaß. Ja. Und das pusht einen dann auch immer so ein bisschen. Junge, egal was du machst, ein Bier für dich. Wow, abgeliefert, ey. Krass. Ich fand so großartig, stand so mit ein paar Leuten an der Seite von der Bühne, die die Band halt auch kennen. Und ich hatte echt Gänsehaut. Ne? Sensationell, wow. Und so nah dran halt, ne? Ah. Das Mysterium unseres bisherigen Tages, wo ist er denn, der Bassist? Wo warst du denn heute Nacht, sag mal? Heute Nacht? Ja, unterwegs. Ja, unterwegs. Neue Bands gegründet. Gehört, ja, Bands gegründet, auch wieder aufgelöst. Ja. Aber gut, war gute Zeiten. Wie fandst du die Show heute? Ja, war super. Fand's cool. Geiler Fluss immer und es baut sich alles aufeinander auf. Und, funktioniert immer gut. Und es ballert und es groovt gleichermaßen. Das kriegen ja auch nicht so viele Metal-Bands hin. So, ne? Es ist von allem ein bisschen was dabei. Und, take it as a compliment. Ja, danke dir. Nee, ich fand's richtig gut, ey. Wow. Ja, liebe Leute, ich glaube, manche Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. In diesem Sinne, danke, lieber Detze, danke, Chapel of Disease, dass wir heute den ganzen Tag so nah an euch dran sein durften, euch auf den Sack gehen durften. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wie ist es bei euch so? Seid ihr eher so Team kleines Festival oder eher so Wacken, Riesen, Halligalli so? Haut es mal in die Kommentare. In diesem Sinne, haut rein und abonniert den Rockpalast. Okay, dann machen wir noch mal ein bisschen was für die Leute, die hier über die Autobahn fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Song ist schon ein bisschen älter.